Hallo liebe Freunde, ihr hattet euch mehr vom Zeissischwald Chemnitz gewünscht. Bitte schön. Und so freue ich mich, dass Steffen Trainer sich nochmal die Zeit genommen hat und uns heute nochmal in die zweite Hälfte Zeissischwald einweisen will. Ja, ich freue mich auch auf euch. Wir gehen heute mal in die Steinbrüche rein, besuchen mal die letzten Weltkulturerbestätten von Chemnitz, die geworden sind, mit dem World Heritage Stone, dem Chemnitzer Porphyr-Tuff und dessen Abbaugebiet. Und ich lade euch ganz gerne ein, mir zu folgen in die steinreiche Unterwelt von Chemnitz. Gut, machen wir uns auf den Weg. Ja, bitte. Ja, herzlich willkommen im Zeissischwald Chemnitz zu unserer zweiten Runde auf den Spuren des Chemnitzer Steins, des Saxa Chemnitziana, den Georgios Agricola in seinem Standardwerk De Re Metallica vom Bergbau und von dem Gestein hier ernsthaft beschrieben hat in vergangenen Jahrhunderten. Ja, und der Zeissischwald ist einer von 3 Weltkulturerbestätten, die Chemnitz hat. Eine Stadt mit 3 Weltkulturerbestätten, weltweit einzigartig. Burg Rabenstein, Chemnitz-Rabenstein, Nachhaltigkeit Hans Graf von Carlowitz, Jagdschenkenstraße Chemnitz West, Wismut-Direktion Uranbergbau und eben einer der alten Klosterwälder, ehemaligen Klosterwälder, die abgeholzt worden waren für den Steinbergbau, für den Steinmetzbergbau. Hier in und um Chemnitz durch das Kloster Chemnitz und spätere Generationen an Steinmetzmeistern in Chemnitz-Hilbersdorf. Ja, in Chemnitz-Hilbersdorf ging es eigentlich immer 700 Jahre um diesen Stein, den einzigen vielfarbigen Aschestein der Welt. Jeder Vulkan hat ja Asche, hat flüssiges Gestein, Lava, Magma, hat verkrustete, geschmolzene Gesteine, wie eben Granit, wie Porphyr heutzutage. Und das nichts anderes ist Asche- und Luftgemisch, vielfarbig, einzig weltweit durch viele, viele Mineralienbeimengungen. Und der ist deswegen so begehrt gewesen, dass man hier den ganzen Rest des Meriquidi seit dem 11. Jahrhundert abgeholzt hatte. Wo ich jetzt stehe, war 60 Meter über uns der Erdboden. Und das hat man in 700 Jahren in Handarbeit abgeholzt, um diesen Stein zu gewinnen für Bergkirchen, für die Tulpenkanzel im Freiberger Dom, für viele, viele Wohngebiete, Fensterstürze, Türstürze in der Gründerzeit, um eben mit diesem schönen farbigen Gestein, steinmetztechnisch ein bisschen was zu bewegen in Mitteldeutschland. Und deswegen einer der berühmtesten Gesteine der Welt jetzt, seit 6 Wochen auf der Liste der World Heritage Stones der UNESCO, der Rochlitzer und Chemnitzer Porphyr-Tuff. Nicht Porphyr, das wäre in tiefen Gestein, was auskristallisiert ist, Gesteinsschmelz, sondern Asche, die hier vor 291 Millionen Jahren in die Luft geflogen ist und dann Schicht für Schicht sich absedimentiert hat zu diesem schönen bunten Aschesedimentgestein. Sehr weich, sehr leicht zu bearbeiten, künstlerisch zu bearbeiten, bis 1934 dann der Abbau hier zu Ende ging. Und in diese Steinbrüche möchte ich heute da einladen, um mal zu schauen, wo denn das hier herkam. Und diese Asche hat noch was anderes. Sie hat nämlich etwas auch bedeckt, nämlich Tiere und Pflanzen, als der Chemnitzer Vulkan in Gänze ausgebrochen ist. Chemnitz liegt ja als einzige deutsche Großstadt in einem Vulkankrater in Gänze. Und hier an einem Seitenkrater, dem Beudenberg-Vulkan, wie man heute sagt, war wahrscheinlich damals die Hauptwindrichtung so, dass bis zu teilweise 90 Meter mächtig die Asche aufgelagert worden ist und solche hübschen Sachen verdeckt hat, nämlich zum Beispiel Bäume, Palmfarne und so weiter. Und dies hat es dann hier versteinert unter der Asche bedeckt. Heute steht sowas auch zum Beispiel in Größenordnungen im Tietz. Da ist es dann ein bisschen größer als das, was ich in der Hand halte. Aber noch heute kann man dieses hier finden, dieses Gestein in diesen Steinbrüchen. Soweit die Steinbrüche noch da sind. Chemnitz ist halt steinreich. Und dazu lade ich euch ein, sich daran zu beteiligen. Im Zeissischwald gibt es mittlerweile einen großen Lehrpfad zum Zeissischwald auf den Spuren des Chemnitzer Vulkans und auch seit letztem Jahr über eine Bachelorarbeit einer jungen Museologin über Capture Code im Naturkundemuseum im Tietz, wo der versteinerte Wald ausgestellt worden ist. Die versteinerten Bäume, die man hier gefunden hat in den Steinbrüchen. Einen interaktiven Lehrpfad durch die Steinbrüche des Zeissischwaldes. Durch diese, sagen wir mal, Untergrundlage dieses Zeissischwaldparkes, der künstlich hier angelegt worden ist. Geologisch ist es so, das nennt man
Leugersdorfer Formation. Das sind also Bruchschollen, Gebirgsschollenbrüche ganz alter Gebirge, die noch vor den Alpen bestanden und die mit der Hebung der Alpen sich sozusagen nochmal zerlegt haben, zum Beispiel Pulscholle Erzgebirge, Grabenbrüche zwischen St. Egidien, Glauchau, Chemnitz mit diesem Supervulkan, den wir hier haben. Und deswegen haben wir eben hier diese Tuffsteinlagerstätte, viel Asche, die hier rausgekommen ist und die sich so mächtig hier in der Parkanlage immer noch zeigen lässt, weil nicht alles konnte überdeckt werden als Parkanlage. Es gibt also noch große Reste von diesen Steinbrüchen und deswegen kann man heute noch diese Abbauwände bewundern und auch noch als Denkmal Reste von diesem versteinerten Wald wie hier am Heinrich-Cotta-Stein. Und das möchte ich Ihnen heute zeigen. Wir gehen jetzt als erstes hier in den Zeisischwaldpark rein über einen ganz beliebten Einstieg. Die alte ehemalige Rodelbahn, die auch künstlich angelegt worden ist. 3,2 Kilometer lang vom Beudenberg bis in die Richtung zum Stadion Chemnitzer FC heute, wo man eben doppelspurig elektrisch beleuchtet im Winter wettrodeln konnte. In Familie, es war ein Familienpark, wie bei Landis heute, eben ein Bürgerpark, den man sich selber angelegt hat. Und auf diesem schönen Abschnitt, heute fehlt leider der Schnee, bitte im Winter wiederkommen, kann man sehr schön in die Steinbrüche hineinkommen. Ja, werte Gäste, wir gehen jetzt immer weiter Richtung die Steinbrüche. Hinter uns ist so ein ganz interessantes gelbes Schild, was ich Ihnen nicht unterschlagen möchte. Chemnitz ist nämlich auch von der Forschung sehr interessant. Wir als Förster wissen nämlich nicht, was Wald ist. Nicht erstaunt gucken, es ist so, weil der Mensch hat Forstwirtschaft, Waldnutzung seit Menschengedenken gemacht. Aber erst mit der großen Holznot, kleinen Eiszeit, Zeitalter der Romantik, Vulkanausbruch in Indonesien, die Jahre ohne Sommer, die Caspar David Friedrich, Karus gemalt haben mit diesen schönen roten Sonnenuntergängen, wo die Luft voller Asche war und deswegen die ganzen Sommer verregnet waren, kalt waren, Jahresdurchschnittstemperatur einige Grad kälter waren, viele verhungert sind oder ausgewandert mussten, weltweite Migrationsbestrebungen waren, hat man sich überlegt, auf den Spuren von Hans Carl von Carlowitz, dem Begründer des Begriffs der Nachhaltigkeit, man darf noch so viel entnehmen, zum Beispiel aus dem Wald, wie man wieder reinsteckt, wie man eigentlich mit dem Wald umgeht, was Wald ist. Und 1811 gab es erste Forstschulen in Mitteleuropa. Zum Beispiel in Tharandt bei Dresden von Heinrich Cotta, ein Förster aus Zillbach, eine Forstschule, die heute zur TU Dresden gehört, schon seit langer Zeit. Und erst seit 1811 erforscht man, was Wald, Ökosystem Wald ist. Es gibt bis heute keine Definition, was Wald ist. Wissenschaftlich. Nur eine ganz kurze von Arthur Schramm im Erzgebirge. Kennen Sie vielleicht? Hier links ein Baum, rechts ein Baum, ein Zwischenraum und in dem Zwischenraum, man glaubt es kaum, steht noch ein Baum. Das ist aber wissenschaftlich nicht so voll erfüllend. Und deswegen hat die UNESCO vor reichlich 30, fast 40 Jahren angefangen, weltweit, ob in der Taiga, im Kongo, in Europa, in Amerika, Waldbeobachtungsflächen aufzubauen, weil unsere Labormäuse, die wir beobachten, die Bäume, werden deutlich älter als die Laboranten Förster. Und deswegen ist der empirische Erkenntnisgewinn sehr gering und dauert noch an. Und weltweit gibt es verteilt im Raster von mehreren 100 Kilometern zu bestimmten Waldtypen, Besonderheiten, solche Waldbeobachtungsflächen. Und 2, bald 3 haben wir in Chemnitz, eine davon in den Steinbrüchen des Zeisischwaldes. Und darauf weist diese gelbe Tafel hin. Vom Forest Stewardship Consult, das Logo kennen Sie bestimmt, so ein halber Laub und ein halber Nadelbaum, der als Logo im Baumarkt für naturgerechte Forstwirtschaft, Holzwirtschaft Verwendung findet, für nachhaltige Holznutzung, haben die den Auftrag bekommen von der UNESCO vor fast 40 Jahren, Waldbeobachtungsflächen, sogenannte FSC-Referenzflächen zu errichten, um verschiedene Waldbetypen und Bewegungen zu beobachten, über viele Jahrzehnte empirisch. Und hier im Zeisischwald ist eine Beobachtungsfläche des Klimaxwaldes, also eines Waldes, der stirbt. Ein sterbender Wald, wo beobachtet wird, was macht die Natur, wenn ein Wald abstirbt. Auf solchen Extremgelände, Steinbrüchen, kein Boden, Erosion. Was passiert da, wenn der Wald stirbt? Borkenkäfer sich nach und nach durch die Trockenheit der letzten Jahre sich die Bäume krallen. Was wächst dann so schnell es geht wieder nach? Und die ist deswegen hier in Chemnitz, weil wir sind ja in einem Vulkanboden, im Vulkankrater in ganz Chemnitz und
Hier vorne haben wir eben diese Möglichkeit durch diesen, ja sage ich schon immer, Dopingboden, ganz viel Wasser, das nicht abfließen kann unter dem Steinboden und ganz viel mineralienreichen Vulkanboden, Ascheboden des Porphyrtuffs von Chemnitz-Hilbersdorf, so im Schnelldurchgang Bäume schneller hochwachsen zu sehen als anderswo. Im Erzgebirge braucht eine Buche etwa doppelt so lange, um dick und groß zu werden wie hier in diesem Vulkangelände. Und so kann man in der halben Zeit sozusagen viel schneller Beobachtungen machen. Und hier kann man eben, wie man neudeutsch sagt, Copy und Paste, mal gucken, wenn der Wald zusammenbricht, was macht die Natur selber, hält zwar nicht, ist Strohfeuer, es ist jetzt nicht kein stabiler Waldbestand, der hier entsteht, aber woanders könnte man das dann vielleicht umsetzen und dann eben neue klimagerechte Wälder wieder aufbauen. Nach diesem Schemata, was man hier beobachten kann. Und daraufhin weist dieses Schild hin, ist im Internet unter Google unter FSC zu finden. Da gibt man dann diesen Code ein und kann dann alle 14 Tage die aktuellen Beobachtungen im amerikanischen Englisch sich angucken, über viele Jahrzehnte rückwirkend, was hier waldtechnisch läuft. Wir sind hier an einem schönen alten Wanderwegeschild, was hier 93 gestrittes worden ist. Und das ist der Fallsporn- oder Faulbornweg. Der Name kommt von diesem Wasserleiter hinter uns im Wald. Das ist ein Wasserleiter. Wir haben ja hier keine natürliche Hydrogeologie, keine natürlichen Bäche, keine natürlichen Seen. Ist ja alles künstlich angelegt worden. Und das Regenwasser, was hier immer mal runterkommt, auch in diesem ehemaligen Parkgebiet des Zeisischwaldparkes, versickert ja dann in Ascheschichten und muss ja irgendwo weg und raus. Und hier oben gibt es mehrere Hangsickerquellen Richtung Beutenberg an wasserunterschlässigen Schichten. Und da wird das Wasser gesammelt und dann hier runter in die Teiche des Kurparkes runtergeleitet. Und daher kommt auch der Name des Baches und auch dieses Weges, Fallsporn oder Faulborn auch auf manchen Karten. Mal läuft das falsche oder faule Stück, mal läuft es nicht, weil es eben regenabhängig ist, ob hier eben was runterkommt, rausfließt aus den wasserunterschlässigen Schichten oder nicht. Wenn man hier auf heute nicht öffentlichen Wegen in die alten Steinbrüche der ehemaligen Parkanlage hineinkommt, sieht man immer wieder solche charakteristischen Treppenstrukturen wie hinter mir. Ja, der Steinmetzstein, der Hilbersdorfer Porphyrtuff, Chemnitz-Hilbersdorfer Porphyrtuff, der Aschestein, ist im Tagebau 700 Jahre abgebaut worden. Man hat es in Meriquidi abgeholzt und dann von oben herab, 90 bis 60 Meter über uns, alles abgebaut bis auf unser heutiges Niveau. Letzter Hauptabbau 1934, plus dann noch nach dem Krieg erste Bauzeit 1951, 56, wo noch kein Stahlbeton wieder da ist, keine LKWs nach dem Krieg und die Leute untergebracht werden mussten, Reitbahnviertel, innere Klosterstraße in Chemnitz. Und man hat das wie heute, wie man es vielleicht aus Braunkohletagebauen kennt, so gemacht, dass man über solche Treppen- und Stufenstrukturen 24 solche großen Plattformen treppenartig vom heute Beutenberg Kraterrand im Osten, in der Richtung hinter uns gelegen, bis ja quasi nahe Stadtzentrum, heutiges Einkaufszentrum Sachsenallee, diesen Stein abgebaut hat. Und diese Tagebaustruktur ist natürlich durch die Bürger, die den Waldpark hier drauf gepflanzt hatten, seit 200 Jahren bis zum Ersten Weltkrieg, nicht komplett bereinigt worden, sondern man hat die genutzt, eben als Grundlage die Abfuhrwege, diese Terrassen für diese Parkgestaltung. War das Einfachste, war das Billigste, aber heute sieht man deswegen immer noch diesen Tagebau des Chemnitzer Porphyrtuffs. Hinter mir sehen Sie mal so ein kleines Bodenloch, da gibt es ja ganz viele im Zeisischwald. Hängt damit zusammen, dass der Zeisischwald 44, 45 massenbombardiert worden ist bei den Angriffen auf Chemnitz. Die angloamerikanischen Bomberverbände wollten ja die Industrie lahmlegen, um den Krieg schneller zu beenden. Und Chemnitz war ein Eisenbahndrehkreuz. Betriebswerk Chemnitz-Hilbersdorf zum Beispiel, heute Sächsisches Eisenbahnmuseum. Leider heute auf Schotterfläche bloß noch 2 durchgehende Gleise, gen Freiberg-Dresden von Chemnitz aus. Und dieses große Bahnbetriebswerk sollte erhalten werden, Güterbahnhof etc. für den Fernverkehr, für Verladung, logistisch wertvoll. Das wurde 44, 45, als die Bombenangriffe hier losgingen im mitteldeutschen Raum, komplett abgedunkelt. Und dafür wurden rings im Zeisischwald, so als Potemkinsches Dorf, Lampen entzündet. Der ganze Zeisischwald war hell erleuchtet, spielte quasi das Rangierbetriebsbahnhof nach, dass die Bomber eben ihre Bomben hier drauf schmissen, bis dann nach 2 Jahren keine Lampe mehr brannte und die in Ruhe in Hilbersdorf weiter arbeiten konnten. Und deswegen finden wir heute noch ganz, ganz viele Krater hier in diesem Waldgebiet, konnten nicht alle
bedeckt werden. Vielleicht eine kleine Geschichte noch am Rande. 1945 Rote Armee hier einmarschiert. Die hatten ja bis 1993 hier oben ein großes Übungsgelände, Schießplätze und so weiter. Ja, und die Sowjetarmee mit den russischen Kommandanteuren wollten natürlich bei ihrem Übungsgelände nicht irgendwie auf eine Mine treten und haben deswegen hier alles auf dem Beutenberg verbrachen lassen durch Zivilisten aus Chemnitz mit vielen persönlichen Verlusten, auch von Chemnitzer Bürgern, die man dazu bei Minenräumen zwangsweise eingesetzt hat. Und die übersetzten im Russischen Porphyr statt Porphyr-Tuff und dachten, wenn sie oben im Beutenberggebiet bei der Beutenbergschenke am Aussichtsturm in die Steinbrüche der Pfadfinder- und Klettererclubs diese ganzen Minen einlagern, oben Sprengstoff, unten der stabile Porphyr, dann geht das wie Hammer und Amboss schön kaputt und die Munition ist beseitigt. Jetzt war das auch ein Übersetzungsfehler. Porphyrtuff ist ein ganz lockerer Aschesediment, Lockersediment. Es gab also eine ganz große Rauchwolke von Aschestein, der Zacken der Caldera, dieses Kraterrand, des höchsten Kraterrandes Zackens rund um Chemnitz, der Beutenberg, damals 470 Meter hoch, ist jetzt nur noch 410,5 Meter hoch seit der Zeit. Der gesamte Beutenberg-Kraterrand der Zacken ist zusammengesackt, hat das heutige zugewachsene Beutenberg-Plateau gebildet und die Beutenbergschenke, eine von 4 Gaststätten und der Aussichtsturm, sind durch den Luftdruck weggepustet worden. Seit der Zeit gibt es eben auch diese Gaststätte nicht mehr und die Munition ist quasi bloß tief verklappt oben am Beutenberg-Plateau, aber eben nie zerstört worden. Aber wenigstens weg aus diesen Kratern hinter mir im Wald. Hinter uns der Eingang zum Ratssteinbruch der Stadt Chemnitz. Und zwar am sogenannten Beutenberg-Vulkan. Der Beutenberg-Vulkan, hinter uns der Ringwall schön zu sehen, von vor 291 Millionen Jahren noch im Original erhalten, in großen Teilen, ist nicht der Chemnitzer Vulkan. Ganz Chemnitz zwischen Flemminggebiet im Norden, Alterhart im Süden, Wasserstadt Klaffenbach im Westen und Beutenberg hier oben im Osten ist eine Vulkancaldera. Ganz Chemnitz ist quasi in die Luft geflogen. Deswegen kommt ja auch der Name Rußkamts her, vor 291 Millionen Jahren, weil wenn 90 Meter mächtig teilweise Asche sich ablagert, da ist mit Dieselrußpartikelfilter nichts mehr zu gewinnen. Deswegen der Name Rußkamts wahrscheinlich schon aus dieser Zeit. Und wie jeder große Supervulkan, der eben durch die Plattentektonik Aufrissen, Gebirgsrisse im Zuge der alpinischen Erhebung hier auf diesen alten variskischen Schollen entstanden ist, hat ja auch Nebenkrater. Auch heute haben ja Vulkane Nebenkrater. Und einer dieser Nebenkrater war der heutige sogenannte Beutenberg-Vulkan im Zeisischwaldpark. Und hinter uns sieht man sehr schön diesen Ringwall. Hier ist vor 291 Millionen Jahren die Erde aufgeplatzt und hat eben Asche rausgelassen durch Überdruck. Und normalerweise ist es ja so, dass Schicht für Schicht für Schicht der Boden so aufgelagert ist, normalerweise. Und hinterher sieht man, wie durch den großen Druck des Aufplatzens des Vulkanshangs um 90 Grad quasi sich die Erd- und Gesteinsschichten weggedrückt wurden. Und jetzt stehen die sozusagen senkrecht 90 Grad Winkel falsch. Das war eben dieses Aufplatzen dieses Hanges vor 291 Millionen Jahren, was man hier am geologischen Flächennaturdenkmal, kleinräumiges Naturdenkmal des Beutenbergs Vulkans am Ratssteinbruch noch heute schön sehen kann. In einer der ganz wenigen geologischen Aufschlüsse weltweit aus der Zeit vor rund 300 Millionen Jahren, die es weltweit gibt. Ja, liebe Freunde, wir sind jetzt bei einer der ersten noch übrig gebliebenen Abbauwände des Porphyrtuffs, des Chemnitzer Porphyrtuffs, des Aschesteins, des heutigen UNESCO World Heritage Stones seit 6 Wochen. Eines der berühmtesten Steinmetzsteine der Welt, mit dem eben ganz viel gerade hier im mitteldeutschen Raum gebaut worden ist, weil er sich so leicht bearbeiten war, leichter als Sandstein und eben so vielfarbig. Und diese Abbauwand ist die heutige letzte Abbauwand des Ratssteinbruches der Stadt Chemnitz. Ich sagte ja schon bereits, Hilbersdorfer Steinmetz-Innung hat 700 Jahre im Namen des Klosters und später im Auftrag der Schosserei auf dem heutigen Schlossberg, Schosserei Amtsverwaltung einer nicht freien wirtschaftlichen Stadt. Wir waren ja Freiberg bis 1918 untertan. Deswegen Schosserei Amtsverwaltung für Chemnitz seit Aufhebung des Klosters und der Reformation der Klostergründung nach Kamenje auf dem Stein, Kamen der Stein. Wir sind im westslawischen Siedlungsgebiet und der Name kommt eben von diesem
Stein, dem Saxa Chemnitziana, dem sächsischen Steinmetzstein Porphyr-Tuff. Und hier haben wir mal einen schönen Aufschluss, weil hier haben wir mal die Blockstruktur, wie man hier die Blöcke mit Hand gebrochen hat. Links hinter mir sieht man so Steinschlagspuren vielleicht, wenn man Handarbeit hier eben Block für Block rausgebrochen hat. Weil der Aschestein, der Porphyr-Tuff, wurde in Handarbeit gewonnen, nicht mit Sprengung. Da wäre es eine Staubwolke geworden. Bei Porphyr könnte man sprengen, bei Aschestein nicht. Viel zu weich. Und hier waren 700 Jahre lang teilweise gleichzeitig hunderte Meisterfirmen. Also Meister arbeiten ja nie alleine, die haben zumindest noch einen Gesellen und einen Stift dabei zur Arbeit. Es waren also teilweise in der Hochzeit um 1860 bis 1900 herum hier bis zu 1200 Leute, die in Handarbeit diesen Stein gebrochen haben und hier als Steinmetzstein gerade zur Gründerzeit, Deutsches Reich von oben gegründet, 1871 FF bis zum Ersten Weltkrieg, hier verschickt hatten für diese floralen Elemente schnitzen an Haustüren, an Wänden, an Schlössern. Das wurde alles mit diesem Stein gemacht, nicht mit Porphyr. Porphyr wäre zu hart gewesen, sieht zwar fast genauso aus, aber besser als diamantbesetztes Sägeblatt und Gehwegplatten waren da nicht möglich. Aber mit diesem ähnlichen, diesem Porphyr-Tuff, diesem Aschestein, konnte man so viel schnitzen, richtig. Ja, und das wurde aus einem dieser Steinbrüche, dem Ratssteinbruch der Stadt Chemnitz, gewonnen bis 1934. Warum Ratssteinbruch? Ja, Hilbersdorf war reich. Hilbersdorf hatte ein großes Bahnbetriebswerk, Deutsche Reichsbahn. Hilbersdorf hatte die erste zentrale deutsche Betriebsklinik für psychische Krankheiten. Und als drittes in Hilbersdorf gab es neben Klinik und diesem Reichsbahngelände ja eben diese Steinbrüche, die reichste und größte Innung, Handwerke-Innung Sachsens und der Mark Meißen früher. Mit Tausenden von Meistern, die eben sehr wertvolle Steinmetzsteine machten, also keine Billigarbeit. Und mit diesen 3 Geldquellen hat sich Hilbersdorf erlaubt, das Arbeiterwohnquartier Neu-Hilbersdorf, die Reichsbahnwohnung ohne Kredit der Stadt Chemnitz zu bauen. So was macht man nicht. Das geht nicht, wenn man so eine große Stadt so disst. Als kleiner Vorort. Und deswegen hat dann eben Stadt Chemnitz das gemacht, was alle großen Städte machen, wenn Vororte zu viel Geld verdienen, Gewerbegebiete heutzutage haben. Man gemeindet sie ein. Und deswegen, wir sind auf Hilbersdorfer Flur im gesamten Zeissischwald-Areal, aber in Chemnitz-Hilbersdorf. Und deswegen sind viele Steinbrüche umbenannt worden. Nicht mehr der Familienname der Steinmetze von Hilbersdorf hatte eine Bedeutung, sondern dieser Steinbruch nennt dann sich eben Steinbruch des Rates der Stadt Chemnitz. Ratssteinbruch ist heute eines der Teile der UNESCO-Weltkulturerbestätten von Chemnitz, wo eben dieser Stein gebrochen worden ist. Er wächst nur eben leider zu, kein Geländer, keine Sitzmöglichkeiten. Müsste vieles dran gemacht werden, aber wir hoffen noch im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz 2025, dass vielleicht hier doch noch was in Bewegung kommt mit uns Bürgern von Chemnitz, um solche tollen An- und Ausblicke noch ein bisschen besser präsentieren zu können. Hier am Rand des Ratssteinbruches der Stadt Chemnitz haben viele ehrenamtliche Wegewarte gearbeitet, viele Jahrzehnte lang, um das noch begehbar zu halten. Haben aus Abrisshäusern Sandsteinplatten gewonnen aus Chemnitz nach der Wende, um hier Treppen zu bauen, die alten Hilbersdorfer Steinbruchpfade nachzubauen, damit die weiter begehbar sind, dass man sich diese Stätten noch weiter anschauen kann. Haben auch dafür gesorgt über Jahrzehnte, dass das dann eben mit der Montanregion Erzgebirge zusammen 2019 dann auch letztendlich Weltkulturerbe Städte Anhangliste wurde, nicht einzelner Standort im Erzgebirge, sondern Anhangliste. Sie wissen ja, Weltkulturerbe Erzgebirge Montanregion, Professor Albrecht Freiberg ist ja gegründet worden mit den Willigen im Erzgebirge, die was machen wollen. Die haben die Standorte gekriegt und die Nichtwilligen, aber ganz besonders wertvollen, ja, bergbautechnischen und bergbauörtlichen Gegebenheiten wurden in einer riesigen Anhangliste auch noch vermerkt, wenn auch nicht das eigener Standort. Und die Chemnitzer Flächen sind alle in der Anhangliste zu finden, wer die mal suchen möchte. Und diese Wegewarte haben, weil sie auch kein Geld hatten, keine Möglichkeiten nach der Wende, eben hier Wanderwege gebaut, die heute alle nicht mehr öffentlich sind. Zum Beispiel hinter mir mit Geländern. Das sind allerdings keine Geländer, weil nach deutscher DIN muss ein Geländer mit der Hand umfasst werden können.
Das geht hier nicht. Das sind Wasserheizungs- und Abwasserrohre aus Germania Chemnitz, Alt-Chemnitz, die treusorgende Hand damals abgewickelt hatte. Und der ehemalige Wegewart war Tiefbauer, hat seinen Chef gefragt, was soll er damit wegwerfen? Und da hat er uns gebeten, dass wir die mit abfahren. Und da haben wir für Appel und Ei solche Rohre gekriegt. Und er hat als Tiefbauer bis 2004 1,80 Meter händisch als Tiefbauer diese Art von Geländer, nennen wir es mal, fest verankert im Boden, einbetoniert in Handarbeit über viele Jahre, damit das heute in dem Lockersediment ein festes Art von Geländer ist, wo man sich festhalten kann und heute noch diesen Weg begehen kann. Und auch die Treppen, das sind Abrissplatten aus Häusern von Stadt Chemnitz nach der Wende, wo vieles hier abgerissen worden ist, auch so besorgt bekommen, hat er hier mit eingebaut. Leider ist dieser aktive Wegewart 2004 ausgestiegen. Ich weiß gar nicht warum. Er war eigentlich noch fit. Er hatte ja nie eine Fahrgenehmigung hier vom Grünflächenamt bekommen, hat die Mörtelsäcke von der Zeissischwaldschenke rechts und links 25 Kilo hier hochgetragen und dann einbetoniert. Und er hat eigentlich das auch mit viel Enthusiasmus gebaut. Die Treppen sind leider nicht nach DIN. Genauso wenig wie das Geländer, weil er hat ein Schrittmaß gebaut und er war nicht so ein kleiner Hämpfling wie ich. Er war 2,7 Meter groß, hatte Schuhgröße 56 und hat nach Schrittmaß die Treppen gebaut. Aber dank ihm haben wir überhaupt Treppen und dieses Gelände betreten zu können bis heute. Und auch wenn das Lockersediment diese Treppen etwas verschoben hat in den letzten Jahren. Wie gesagt, er hat 2004 aufgehört. Warum, weiß ich nicht. Er war erst 80 Jahre alt, war noch ganz fit. Als Ehrenamtler hätte man da noch ein bisschen was machen können. Bin ich ihm heute noch dankbar, dass eben heute noch diese sogenannte Himmelsleiter noch weiter oben hoch Richtung Hilbersdorf von ihm gebaut worden ist, weil dadurch können wir bis heute dieses Weltkulturerbe, diese Steinbrüche begehen, sicher begehen, auch wenn es nicht so ganz nach DIN ist. Wir sind jetzt mittlerweile aus dem Ratssteinbruch rausgekommen, einen der ersten Steinbrüche von heute. Und hinterher sehen Sie die sogenannte Himmelsleiter. Die Himmelsleiter war der Arbeitsweg der Hilbersdorfer Steinmetzen hinter mir von Richtung Dresdner Straße kommend hier runter. Dann hier war eine Steinbrecherhütte mit Werkzeug, mit Sachen zwischen den alten Buchen gebaut. Und da haben sie sich umgezogen, Werkzeug geholt, sind dann hier rüber in den Ratssteinbruch gegangen, haben 12-Stunden-Schichten geschoben, sind dann wieder raus, wieder umgezogen, Werkzeug abgegeben, wieder nach Hilbersdorf zurück. Das war der normale Arbeitstag in der Steinmetz- und Steinbrecherinnung von Hilbersdorf. Machen wir heute nicht, aber das ist eben der Grund, warum dieses Ratssteinbruchgebiet auch Märchenwald genannt worden ist. Bevor der Wald, Kniemaxwald, heute FSC-Referenzfläche, Waldbeobachtungsfläche, absterben soll und tut im Moment, war das ein schöner Nadelwald in dem Krater drinnen, ein bisschen versteckt, im Winter weiß bestäubt und mit diesen Steinbrecherhütten wie Hänsel und Gretel war das alten Chemnitzern bekannt, dieses Gebiet als Märchenwald. Heute, wie gesagt, absterbender Wald, eher Albtraummärchenwald, leider ohne Erklärung, obwohl das weltweit eine wichtige wissenschaftliche Beobachtungsfläche ist. Wäre ja auch mal wichtig, sowas auch mal zu sagen und zu erklären, weil viele, die hier in den Ratssteinbruch, ehemaligen Märchenwald reinkommen, nach dem Mittagessen von der Zeissischwaldschenke und dann zum Kaffee trinken, die sagen, dem wird ein paar Töne und der kann gar nichts dafür. Aber man sieht hier wirklich mal, wie auf dem alten Steinbruchgelände dieser Park Richtung Märchenwald hier mal gestaltet worden ist. Sieht hier immer noch ganz hübsch aus. Und wir stehen hier mitten auf ganz alten Arbeitsgelände, was hier eben bis 1934 war. Und rechts neben mir sieht man einen abschüssigen Weg. Und dort wurden mit Holzschlitten die Steinmetzsteine markiert, abgefahren vor zur Dresdner Straße über ganz dezentes Gefälle. Und da konnten tags und nachts teilweise auch und auf jeden Fall jede Jahreszeit ohne Räder, die sich irgendwie festfahren können, diese Steinmetzsteine, diese Quader aus dem Steinbruch des Ratssteinbruchs vorgefahren werden zur Waage an der Dresdner Straße und verschickt werden durch Fuhrwerke. Ja, wir sind hier in einem der Hohlwege, Abfahrtswege mit diesen Holzschlitten, wo die Steinmetzsteine weggefahren worden sind. Ein Rest der Begrenzungsmauern und Schutzmauern, Stützmauern sieht man hier noch. Die sehen wir dann später noch viel besser an den Teufelsbrücken. Aber das war eben so ein ganz typischer Abfahrtsweg, weil wenn die zwischen den Halden hindurchfahren von den Steinbrüchen kamen, um die Steinmetzsteine abzufahren, wollten die sich ja nicht selbst verschütten und haben deswegen sämtliche Abfahrtswege mit solchen Mauern rechts und links eingefasst zum Halt, um sicher arbeiten zu können. Heute zerfällt das leider seit Jahrzehnten, aber wie gesagt, ein Rest ist noch da und was Schöneres sehen wir dann noch später.
wer da interessiert, wir sind jetzt ein Stückchen weitergegangen durch den nicht öffentlichen Teil des ehemaligen Zeisigwaldswegs für so einen Dammweg, wo die alten Schlitten mit ihren Steinquadern abgefahren worden sind. Die Bürger, die vor 200 Jahren bis zum Ersten Weltkrieg hier den Parkanlage gebaut haben, die haben die Wege, die Dammwege für den Steintransport gelassen als Parkwege und nicht neu gebaut, weil hat viel zu viel Arbeit gemacht, das umzubauen. Und deswegen haben wir hier kein symmetrisches Wegenetz wie in normalen Schlossparkanlage, sondern so auch Wege, die manchmal in nichts heute enden, einen Steinbruch wenden, wie hier den Vindewirtschen Steinbrüchen. Auch eine weitere Familie aus Hilbersdorf, die jahrhundertelang auch einen Obermeister der Innung gestellt hat. Und hier sieht man mal typische Abbausporen dieses Porphytuffs. Porphytuff wird ja nicht gesprengt oder maschinell gewonnen, seit 700 Jahren im 11. Jahrhundert angefangen. Gab es so Techniken noch nicht, sondern mit Brecheisen, mit Wasser, mit Holzstempeln, mit Kratzeisen wurden hier Löcher, Rillen gemacht und dann wurde alles abgehebelt. Und damit solche Steinblöcke wie hinter mir zu sehen abgehebelt werden konnten, musste man in so einer Art Dreiecksstruktur abbrechen, dass immer zwei Seiten frei waren, nicht nur eine senkrechte Wand, sondern so ein Dreieck. Und dass man immer um die Ecke herum dann abhebeln konnte, den nächsten Steinblock, wieder ein Dreieck, wieder den nächsten Steinblock. Und wie man das hier gemacht hat, sieht man an dieser dreiecksstrukturierten Wand hinter mir am Eingang der Vindewirtschen Steinbrüche. Hinter mir sind wir jetzt an den Teufelsbrücken angekommen. Die Teufelsbrücken sind ein befestigter Hohlweg, wo die Abbauschlitten mit den Steinquadern durchgezogen worden sind zur Waage Richtung Dresdner Straße, am Obermeisterhaus der Steinmetzennung vorbei, zum Abtransport, Vermessen, Versand fertig machen. Seit Jahrhunderten, im 14. Jahrhundert hat man festgestellt, dass dieses Lockersediment der Porphytuff zwar sehr leicht abzubauen ist, aber eben auch sehr leicht zusammenrutscht. Und damit man eben vom Abbauort von diesen Radsteinbruch, Vindewirtschen Steinbrüchen und so weiter die Steine sicher zur damaligen Hauptstraße gebracht hat, heute Dresdner Straße B173, um die ringsrum zu verschicken zu können, hat man die sämtlichen Auswege aus diesem Halten- und Abbaugebiet gesichert mit solchen großen gemauerten Bögen, damit eben die Hänge dort nicht zusammenrutschen und man sicher mit den Schlitten die Steinmetzsteine raus und reinfahren kann. Die letzte erhaltene derartige Anlage sind die sogenannten Teufelsbrücken, wurden schon im 14. Jahrhundert erstmals erwähnt, sind immer wieder ersetzt, ergänzt, neu gebaut worden, weil der Hangdruck ja immer stärker wird. Letzte Fassung ist noch aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts mit diesen Ziegelmauerbögen, die wir hier noch sehen. Ist auch noch einsturzbedroht, immer noch. Und ist aber so ein Beispiel bergmauermännischer Fähigkeiten, sichere Wege zu bauen, um eben heil von den Abbauorten zu den Verarbeitungsorten zu kommen. Ja, die Teufelsbrücken an sich sind einsturzbedroht. Man soll da nicht durchgehen. Deswegen gibt es ja auch so Bauzäune immer wieder dran. Weil bis 2004 hat hier die Faser AG als Sponsor gewirkt. Die wollte das sanieren im Zuge des zukünftigen UNESCO-Welterbes Erzgebirge, Montanregion. Aber weil das ja sich so lange hingezogen hat, sind die dann ausgestiegen. Und vor Jahren ein Verein, der sich hier gekümmert hat, Hacke, Spaten, Schaufel und 2 Rentner, wie man das so heute macht, wurden vom Oberbergbauamt gebeten, damit aufzuhören zu bauen, weil mit ihren einfachen Mitteln gab es hier schwere Unfälle, Schlusssteine runtergefallen und sowas beim Verfüllen und Aufarbeiten, dass das einfach mit einfachen Mitteln nicht geht. Und deswegen ist es im Moment eben immer noch sehr einsturzbedroht, leider nur von außen zu betrachten. Aber wir gehen dann schön außen ringsrum und gucken nochmal von der anderen Seite rein. Wir sind jetzt einige Minuten ringsrum gelaufen um die Teufelsbrücken, kommen jetzt von der anderen Seite Dresdner Straße, Steinmetzermeisterhaus, ehemals Wagengelände der Steinblöcke, auf die andere Seite der Teufelsbrücken, weil wir uns nicht getraut haben, hier durchzugehen. Und hier sieht man die älteste Bauphase, die Wände und die Torbögen aus dem 14. Jahrhundert gemauert. Und da sieht man eben, wie massiv schon im frühen Mittelalter man sich hier den Weg geschafft hat, bergmauermännisch, hochtechnisiert damals in Handarbeit. Und weil so eine tolle Brückenkonstruktion, die wirklich diese Riesenhänge abstützt, nicht mit rechten Dingen hergegangen sein kann, hat man damals den Namen Teufelsbrücken geprägt, weil irgendeiner muss ja mitgeholfen haben. Weil der gottesfürchtige Landesherr wird es nicht gewesen sein. Hier nochmal eine Tafel am hinteren Bauzaun hier von den Teufelsbrücken. Es gibt nicht nur Lehrpfadtafeln, die wir Ihnen heute schon gezeigt haben, zu diesem geologischen Wunder der Steinbrüche unterhalb des ehemaligen Zeisigwaldparks.
Parkes, der heute einfach zuwächst, nicht mehr gepflegt wird seit Jahrzehnten, sondern, das ist ja Oldschool, Tafeln, die sind zwar schön und groß und nicht zu übersehen, auch neue Variante. Neben mir ist so ein Tafelhinweis auf das Buch Zeisischwald, was leider nicht mehr neu aufgelegt wird. Aber letztes Jahr gab es da eine Ergänzung dazu. Eine Museologin hat ihre Abschlussarbeit geschrieben, eine Bachelorarbeit, und wollte was Sinnvolles tun. Und da hat sie hier ja auf Smartphone-Basis so eine interaktive Tour im Zeisischwald kreiert als Abschlussarbeit. Und über diesen Capture-Code neben mir kommen auf die App im Naturkundemuseum in Chemnitz. Die App im Naturkundemuseum Chemnitz im Zeisischwald ist kostenlos. Und dann kann man interaktiv mit Smartphone oder Tablet hier durch den Zeisischwald und diese Abbauorte auch geführt werden auf die etwas neumodischere Art und Weise. Viel Spaß dabei! Ja, und jetzt stehen wir am Ausgang des Zeisischwaldes in der Nähe des Obermeisterhaus der Steinmetzinnung Hilbersdorf. Links neben mir das Gelände, was heute ein Bauhof ist hier drüben. Da wurden mit Schlitten aus den Teufelsbrücken diese Steinmetzsteine von hier hinten draufgezogen. Und hinter mir an der Stützmauer sieht man so eine Einfahrt. Dort wurden über Jahrhunderte die Vorwerke runtergefahren unter das neu gebaute Haus, was jetzt steht. Verwaltungsgebäude der neuen Baufirma. Dort war von der Waage, konnte man wie bei einer Eisenbahn von oben die Steine draufschieben auf so einen Plattformwagen und dann abfahren. Im Mittelalter halt Fuhrwerke, ab so 1900 LKWs. Und hier ist das dann eben alles weggefahren worden über die heutige Dresdner Straße, heutige B173, alte Eisenstraße, weil Chemnitz ist ja an der Kreuzung alte Eisenstraße, alte Salzstraße, B173, B169 gebaut worden am Fuße des Schlossberges nach Carmine des Klosters. Und deswegen war das eine günstige Lage, um hier was wegzubringen, weil Chemnitz hat ja keinen großen Fluss wie der Elbsandstein, die Elbe in der sächsischen Schweiz, wo man bis in die weite Welt. Amsterdamer, Hamburger Rathaus ist ja Elbsandstein, was bringen konnte. Hier war eben wirklich Vorwerk gefragt und deswegen nur der mitteldeutsche Raum belieferbar mit dem berühmten Steinmetzstein der Mark Meißen, dem Sachser Chemnitzianer, dem Porphyr Tuff. Und das ist die Laderampe hinter uns. Heute hinter mir das Privathaus an der Dresdner Straße gelegen, das letzte Obermeisterhaus der Steinmetzinnung Hilbersdorf, der Hilbersdorfer Steinmetzen, mit Verkaufssaal, Meistersaal und jedes Fenster, jede Tür, so auch als Verkaufsargument anders gestaltet mit diesem Chemnitzer Porphyr Tuff auf allen Seiten, 4 Seiten des Hauses. Leider heute privat, wir können es nicht mehr besichtigen, aber das war eben auch so eine Visitenkarte dieser reichen Steinmetzinnung von Hilbersdorf. So, liebe Freunde, ich hoffe, unser heutiger Ausflug im Zeisischwald hat euch erneut Spaß gemacht. Und auf diesem Abfuhrweg wollen wir jetzt unseren Rundgang beenden. Wer mehr wissen will, Steffen, wo findet man dich? Ja, mich findet man ganz gut unter sachsenführungen.de, klein und zusammengeschrieben im Internet. Und zum Beispiel haben wir nahezu jeden Sonntag 13 Uhr eine öffentliche Führung von 3 Stunden im Zeisischwald ab Gaststätte Zeisischwaldschenke, Forststraße 100 in Chemnitz, Parkplatz. Herzlich eingeladen. Wer mehr erfahren will, mehr Fragen bieten möchte, ist gerne willkommen. Und lassen Sie sich eins gesagt sagen, bei mir ist es so, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Und die können Sie mir gerne mitbringen. Ich werde dann versuchen, auch für alles auch Rede und Antwort zu stehen, für alle Ihre Interessen. Danke für Ihr Interesse. Gut, ich bedanke mich auch und in diesem Sinne bis bald. Ciao.